Guten Morgen aus der Neurologie. Kann man Corona mit elektrischem Strom behandeln? Und zwar mit Elektrostimulation, mit Neuromodulation eines Nerven, der hier am Hals verläuft, mit einem kleinen Gerät von außen stimuliert. Kann man damit schwere Verläufe beeinflussen? Wie kann das funktionieren? Was sagt die Wissenschaft dazu? Das heute in meinem Video. Ja, willkommen nochmal aus der Neurologie. Mein Name ist Lars Botitzky, ich bin Chefarzt einer Klinik für Neurologie und Neurorehabilitation, und zwar am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen. Das ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Düsseldorf. An der Universität Düsseldorf leite ich auch eine neurowissenschaftliche Arbeitsgruppe, und zwar insbesondere untersuche ich neuromodulatorische Verfahren, also Elektrostimulationsverfahren zur Beeinflussung von neurologischen Erkrankungen. Dies soll heute auch einmal im Zusammenhang mit Corona Thema werden, also Neuromodulation zur Behandlung oder bei der Behandlung von Corona. Wenn Sie meine Inhalte interessant finden, lassen Sie ein Abonnement hier, folgen Sie mir. Ich mache verschiedene Themen im Bereich der Neurologie und Corona, Neuro-Covid, Corona und Neurologie. Ich freue mich, wenn Sie mir ein Abonnement dalassen, beziehungsweise wenn Sie unten auch Kommentare abgeben und Dinge mitdiskutieren wollen. Unten unter dem Video finden sich auch die Referenzen zu den wissenschaftlichen Artikeln, die ich hier spreche. Thema heute also Neuromodulation bei Corona. Wie kann das funktionieren, dass ich mit Strom im Nervensystem stimuliere und ein Virus beeinflusse? Das wird heute das Thema sein. Zunächst einmal, was ist Neuromodulation? Neuromodulation, damit bezeichnet man Verfahren, mit denen oft mit Elektrizität oder auch mit Magnetimpulsen das Nervensystem, das Gehirn, aber auch das periphere Nervensystem beeinflusst wird und verschiedene Erkrankungen behandelt werden können. Das Gehirn und das Nervensystem, das sind ja Strukturen, die elektrisch miteinander kommunizieren, und insofern kann man die Kommunikation verschiedener Netzwerke durch Stimulationsverfahren beeinflussen. Ich persönlich habe damit relativ viel Erfahrung, seit über 15 Jahren. Ein großer Schwerpunkt der Tiefenhirnstimulation, aber auch transkraniellen Magnetstimulation. Ich werde Ihnen mal kurz ein paar Beispiele geben, was Neuromodulation allgemein ist und kann, um dann dahin zu leiten, was das denn mit Corona auf sich haben kann. Man kann zum Beispiel das Gehirn von außen mit Magnetimpulsen beeinflussen und stimulieren. Wissenschaftlich nutzt man das auch zu diagnostischen Zwecken, aber mittlerweile auch zu therapeutischen Zwecken. So haben wir hier in Kempen ein Deep TMS-Zentrum, also ein Zentrum, wo man tiefe Strukturen des Gehirns mit transkranieller Magnetstimulation beeinflussen kann. Wir haben hier in Kempen das erste europäische Zentrum zur Deep TMS bei Parkinson kürzlich eröffnet. Es gibt aber in vielen Zentren weltweit diese Angebote in verschiedenen anderen Erkrankungen mit anderen Geräten, bei denen man mit Magnetimpulsen, mit Magnetspulen Gehirnaktivität modulieren kann. Es gibt auch Verfahren wie zum Beispiel die pharyngeale Elektrostimulation, wo man durch Elektrostimulation im Rachen über eine Ernährungsmagensonde bei schwer intensivpflichtigen, sehr schwer kranken Patienten zum Beispiel den Schluckakt positiv beeinflussen kann. Auch das wird bei uns hier in der Rehabilitation eingesetzt. Und es gibt zum Beispiel auch die transkranielle, also durch den Schädel applizierte Gleichstrom- und Wechselstromstimulation, die im Moment sehr viel erforscht wird und in der Neurorehabilitation des Schlaganfalls zum Beispiel erprobt wird. Hier sind wir auch Teilnehmer an einer Studie, wo wir die Erholung nach Schlaganfall bei Patienten mit Aphasie, mit Sprachstörungen versuchen möchten zu fördern durch Stimulation mit Strom durch den Schädel ins Gehirn. Es gibt Forschungsansätze, bei denen man diese Verfahren bei Patienten, die im Langzeit-Wachkoma liegen, versucht einzusetzen, um hier Verbesserungen zu erzielen und so weiter und so fort.
wie ich eingangs schon erwähnt hatte, ist eines der bekanntesten Einsatzgebiete der Neuromodulation, aber sicherlich auch die tiefe Hirnstimulation, bei der Elektroden ins Gehirn neurochirurgisch implantiert werden und man sehr erfolgreich Erkrankungen wie Parkinson mit behandeln kann, aber auch mittlerweile psychische Erkrankungen wie Depressivität, Depressionen, aber auch Zwangserkrankungen oder Ähnliches. Hier gibt es eine sehr lange Erfahrung und ich bin hier auch sehr lange in diesem Bereich tätig gewesen. Hier zeige ich einmal einige Bilder, wie man diese tiefen Hirnstimulationselektroden visualisieren kann im Gehirn. Gibt es eine sehr gute Arbeitsgruppe von den Kollegen in der Charité, LeadDBS, das ist ein sehr schönes Tool, mit dem man Visualisierung machen kann, wo genau im Gehirn stimuliert wird. Hier habe ich einige Bilder, die ich jetzt zeige, entliehen. Nun, eine dieser Neuromodulationsmethoden ist eben auch die sogenannte Vagusnervstimulation. Der Vagusnerv ist der Nerv, der vom Gehirn runterführt, entlang hier der Halsschlagader bis unten sich verzweigt im gesamten Körper und die autonome Steuerung des Nervensystems mit übernimmt, den Parasympathikus. Hier werden zum Beispiel Lungenfunktion, Herzfunktion, Darmfunktion, alles, was sozusagen automatisiert an Funktionen in unserem Körper unbewusst abläuft, das also das autonome oder vegetative Nervensystem, wird über den Vagusnerv gesteuert. Und man weiß, dass wenn man den Vagusnerv elektrisch entweder operativ, das ist die invasive Vagusnervstimulation, oder von außen mit einem kleinen Gerät, weil der recht oberflächlich verläuft, durch die Haut stimuliert, dass man dann verschiedene Effekte erreichen kann. Entweder dadurch, dass man den Nerv nach unten hin stimuliert oder nach oben ins Gehirn eine Stimulation geleitet wird und hier im Gehirn verschiedene Schaltkreise aktiviert. Unter anderem ist die nicht-invasive Vagusnervstimulation bereits ganz gut erprobt bei der Behandlung von verschiedenen Kopfschmerzerkrankungen, Migräne und Clusterkopfschmerz, weil hier auch autonome Mitsymptome, Gefäßerweiterung und Verengung eine Rolle spielen. Sie kennen das vielleicht als Kopfschmerzpatient, dass hier nicht nur der Kopfschmerz, sondern eben auch Übelkeit und pochendes Gefühl und solche Dinge eine Rolle spielen können. Hier kann der Vagusnerv moduliert werden und man hat ganz gute Erfolge in der Behandlung dieser Erkrankung mit dieser Stimulation in den letzten Jahren gemacht bei eingeschränkten Patientengruppen. Ich will damit sagen, das ist ein Verfahren, das wir schon kennen. Und jetzt war eben die Frage, kann man, wenn der Vagusnerv nun das autonome Nervensystem, vielleicht auch die Weite der Bronchien, all das mitreguliert, kann man dann bei einer solchen Lungeninfektion wie Corona, Covid-19 vielleicht auch etwas ausrichten? Und ein ganz wichtiger Gedanke ist, dass die Patienten, die schwer betroffen an Corona leiden, auf den Intensivstationen, wahrscheinlich deswegen einen schweren Verlauf machen, weil sie einen sogenannten Zytokinsturm erleben. Das ist sozusagen die Antwort des Immunsystems auf die Corona-Infektion. Und wenn die Antwort übertrieben ist oder sehr stark ist, kommt es zu allen möglichen Prozessen im Körper, die den Patienten dann letzten Endes erst richtig schwer krank machen. Es gibt eben Publikationen, die zeige ich unten, dass dieser Zytokinsturm wahrscheinlich oder möglicherweise ein wesentlicher Faktor bei den schwer erkrankten Corona-Patienten ist. Und nun gibt es Überlegungen und auch wissenschaftliche Vordaten, die zeigen, dass die Stimulation des Nervus vagus Einfluss auf die Regulation des Immunsystems und Einfluss auf diesen Zytokinsturm haben kann und deswegen die Elektrostimulation des Vagus von außen möglicherweise diese schweren Verläufe positiv beeinflussen kann. Man hat sogar kürzlich gefunden, dass es mögliche genetische Dispositionen gibt, wer schwerer an Corona erkrankt. Verschiedene Faktoren waren da zuletzt in der Presse. Ein Faktor ist das ApoE. Das ist eine genetische Disposition, die auch bei einigen Formen von Alzheimer zu finden ist. Und dieses ApoE-Gen reguliert eben verschiedene andere Dinge auch. Und zwar tatsächlich auch die ACE2-Rezeptoren und auch die Makrophagen-Antwort bei
immunologischen Prozessen. Makrophagen, das sind so Fresszellen des Immunsystems, die verschiedene Substanzen aufessen sollen. Und man weiß eben, dass die genetische Disposition mit ApoE auch einen Einfluss darauf hat, sodass diese ganzen Dinge offensichtlich zusammenhängen mögen. Es gibt jetzt einen Kollegen, den Dr. Grigsby, auf den verweise ich hier auch gleich nochmal mit Bildern, der nochmal propagiert, dass wir deswegen diese Neuromodulation des Nervus vagus ins Auge fassen sollten, um diese Risikopatienten und diese ganze Konstellation mit der Autoimmunantwort versuchen sollten, elektrisch zu modulieren. Es gibt eine Arbeit kürzlich, die bereits 2 Fälle zeigt, die elektrisch moduliert wurden von außen und die offensichtlich einen ganz guten Verlauf genommen hatten und die auch nochmal die Grundlagen diskutiert, wie das denn funktionieren kann. Ein Punkt, der hier immer wieder aufgegriffen wird, ist insbesondere Interleukin 6. Interleukin 6 ist eins von diesen entzündungsmediativen Substanzen, die viel ausgeschüttet werden bei Covid-19, bei der auch Antikörper untersucht werden, ob man die einsetzen kann. Aber Interleukin 6 wird offensichtlich auch moduliert durch die Vagusnervstimulation. Das ist vermittelt durch Acetylcholin, das ist der Hauptneurotransmitter des Nervus vagus. Und darüber vermittelt werden Zytokine moduliert, TNF-Alpha, Interleukin 6 und andere Interleukine. Hierzu gibt es experimentelle Tierversuchsergebnisse, die invasiv, operativ, also direkt am Nerv die Stimulation durchgeführt haben, aber auch mittlerweile nicht invasiv, also durch die Haut stimuliert mit einem kleinen Gerät, Ergebnisse an Menschen. Und zwar gibt es eine Arbeit, die ich unten auch zeigen werde und hier oben auch nochmal nebenan einblende, über die nicht-invasive Vagusnervstimulation, wo 20 Normalprobanden, die also keine Erkrankung hatten, stimuliert wurden. Und dann wurde nachher untersucht, wie haben sich die Zytokine bei diesen Menschen im Blut verändert und hat eben da tatsächlich gefunden, dass die Stimulation des Nervus vagus eine Beeinflussung, also eine Reduktion verschiedener Botenstoffe erreichen kann. Also aufgrund dieser Grundlagen und dieser 2 kleinen Fälle, die gesammelt wurden, ist also jetzt die Überlegung, klinische Studien aufzulegen, diese Vagusnervstimulation tatsächlich bei Patienten auf Intensivstationen, die einen schweren Verlauf haben, einzusetzen. Das ist ein einfaches Verfahren mit dem kleinen Gerät von außen, was möglicherweise schwere Fälle positiv mit beeinflussen kann. Das für heute zum Thema, kann elektrischer Strom, kann Neuromodulation bei Corona eingesetzt werden. Vielleicht ein ganz interessantes Verfahren für die Zukunft. Wir sollten es weiter verfolgen. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund und bleiben Sie informiert.